So, wir sind hier auf dem Parkplatz mit einem Carver 80 RLL. Habe ich das richtig? 90 RLL. 890 RLL. Ja, verzeiht's mir, ich bin heute das erste Mal hinter der Kamera und die liebe Antje ist bei mir. Und ja, sie hat auch ein ganz tolles Produkt da oben, macht sie ein bisschen Werbung dafür. Ozonus. Da haben wir auch ein extra Video dazu gemacht. Aber jetzt wollen wir uns hier mal auf das Fahrzeug konzentrieren. Das ist schon für die Antje ja wie so ein kleines Baby schon fast. Also sie liebt ihr Fahrzeug über alles. Und ja, wir wollen uns das Ganze jetzt erstmal von außen und dann natürlich auch gerne von innen anschauen. Zeig mir doch gerade mal, was hier drin ist. Das ist eigentlich schon fast das Schmuckstück, wie du mir gesagt hast. Ja, da sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber. Da wir ja viel unterwegs sind, haben wir nicht immer die Zeit, irgendwas aufzubauen zum Grillen. Und dann hat uns ein lieber Freund, ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf, Ja, sicher. die Firma Remektro in Mühlacker, hat uns hier einen Grillauszug gebaut. Wow. Wo wir hatten den Cutter-Grill hatten wir schon und wollten den auch gerne beibehalten, weil es einfach ein tolles Teil ist. Ja. Und das passt hier natürlich genial. Und hier geht es dann gleich nochmal weiter. Der ist jetzt benutzt, entschuldigen, dass er nicht sauber ist. Nein, das ist gar kein Wo Problem. ich dann hier auch meine Grillutensilien oder mein Grillgut aufbewahren kann. Im Sommer hatten wir immer das Problem, dass gleich die Mücken dran sind. Ja. Hier unten, wenn du hier reinleuchtest, da haben wir gleich 2 Gaskartuschen oder du kannst es auch von der Seite sehen. Mhm, ja. Wo ich dann wirklich auch Power habe. Das ist so ein bisschen der Vorteil gegenüber einer Gasklappe. Die hat nicht so viel Bar und deswegen sind wir da ganz glücklich mit unseren externen Flaschen. Ja, Cool. trotzdem, also dieser ganze Aufsatz hier geht nur bis zur Mitte des Fahrzeugs. Auf der anderen Seite ist entweder mein Ozonuslager oder der Fahrradwagen vom Joey. Ja. Und so habe ich halt hier überall meine Vorräte drin, was ich so habe. Hier ist allerdings muss man ein bisschen aufpassen, weil der Boden hier ist auch geheizt. Ja. Unten drin. Dass Zwar man nicht irgendwas... besonders, aber keine verderblichen Sachen. Ja, alles klar. Ja, also man muss auch dazu sagen, wir filmen ja jetzt ein Fahrzeug, was in Benutzung ist. Also man sieht das, wir haben das jetzt nicht zur Deko hier reingestellt, sondern das ist wirklich in Benutzung. Und die beiden lieben das. Ich zeige mal auch mal ganz kurz hier den Mann. Sag gerade mal deinen Namen. Ich bin der Willi. Der Willi, okay. Genau, der Hausmeister von der Ozonus Antje. Alles klar. Und der Hund ist natürlich auch mit dabei, gerade ein bisschen dreckig vom Spazierengehen. Das ist unser Joey. Genau, unser Joey, absoluter Camperhund, ja. ja, der ist auch schon lange dabei, so ist es. Und ist es denn auch einfach, wenn man das noch nie bedient hat, so einen Grill zu bedienen? Oder muss man da ein bisschen was wissen? Also ich schraube nur hier mein Gas auf Ja. und mache die Klappe auf und ziehe dann hier, je nachdem was ich tue, ob ich jetzt da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Gemüse mache, könnte ich jetzt hier meine Pfanne draufstellen, wo ich so mediterranes Gemüse gerne mache. Oder wenn wir halt grillen, richtig zünftig, das ist noch so ein bisschen der Cevapcici Nachgang. Also gestern gab es Cevapcici. Ja, genau. Okay, super. Ja, genau. Und von dem her ist es müssen wir noch reinigen, aber kein Problem. So ist es halt manchmal. Und das wird dann hier eingeschaltet und einfach hier, der hat auch einen Selbstzünder, einschalten und dann kann es losgehen. Also Alles das klar. Ist eigentlich kinderleicht. Okay. Echt kinderleicht. Und den Hersteller kennt ihr persönlich und seid mit ihm befreundet, oder wie ich das jetzt verstanden habe? Ja, wo den Grill baut, ja, das ist die Firma Remektro in Mühlacker, ein ganz lieber Freund und ich muss wirklich auch sagen, ein absoluter schwäbischer Tüftler. Okay. Also da steht ein großes metallbearbeitendes Unternehmen dahinter, die wirklich alles können, was Metall zu tun hat. Ja. Ob das Schweißen, Biegen, Drehen, Fräsen, Lasern, Lackieren, also es geht alles. Ja. Es gibt nichts, was nicht geht. Und wie gesagt, er hat den Betrieb an seine Kinder übergeben, die das auch sehr erfolgreich weitermachen. Ja. Und Bernd ist aber so ein Mensch, der nicht stehen bleiben kann. Und der fährt selber ein großes Wohnmobil und hat gesagt, so, jetzt muss ich mir was überlegen. Und dann kam ihm die Idee mit den Auszügen. Ja. Und dann hatten wir das auch mal auf einer Messe, wo wir uns getroffen haben, gesagt, wir hätten da ganz gerne mal so einen Grillauszug, was uns einfach Freude macht, wenn wir unterwegs sind, dass man nicht immer irgendwas aufbauen muss. Ja? Und dann kamen wir eines Tages wieder zusammen und er hat uns diesen Grillauszug eingebaut. Und was uns natürlich riesig gefreut hat, hier sieht man, wie er das Ozonus Antje reingelasert hat. Also Ja, Wahnsinn. es gibt nichts, was nicht geht. Ja, Ozonus, das haben wir ja auch schon mal extra gefilmt. Und du hast auch, ich zeige das gleich mal hinten, noch ganz viel Werbung für dich natürlich. Aber du hast auch ein super Produkt, muss man sagen. Ja. Beschreib mal in ein paar Wörtern, was ist dein Produkt? Also wie gesagt, wir haben ein extra Video, aber was macht so besonders? Also der Ozonus ist der erste mobile Air Cleaner auf Basis von Ozon, der für Mensch und Tier vollkommen unbedenklich ist. Ursprung war eigentlich der Küchenbereich, weil er die Dunstabzugshaube ersetzt, also Aerosolfette in der Küche. Diese klebrigen Oberflächen, wie man sie kennt, gibt es nicht mehr und genauso schnell weiß man, jeder andere Dunstabzug
riecht man trotzdem am nächsten Tag, was gekocht wurde. Das haben wir mit dem Ozonos auch nicht mehr. Also es wird wirklich alles rückstandslos beseitigt. Aerosolfette im Wasserdampf beim Kochen werden direkt vom Ozon aufgespalten, zerfallen und die Luft ist sauber. Ja, sehr, sehr cooles Produkt. Was habt ihr hier für ein Fahrwerk drunter? Oh, das ist, was haben wir für ein Fahrwerk? Also der Motor ist ein Daily, da brauche ich nicht. So, jetzt wird mal der Mann noch dazu gerufen bei den technischen Fragen. Und verzeiht's mir bitte, ich filme hier mit dem Handy, also es kann etwas mehr wackeln wie sonst. Iveco Daily, alles klar. Iveco Daily, genau. Und ihr seid auch zufrieden mit dem Fahrzeug? Super. Ja? Ja. Habt ihr denn vorher noch schon so einen großen Camper gehabt in der Wir Klasse? hatten davor einen ähnlich großen, ja, oder einen genauso großen. Und wir haben uns dann ganz bewusst für den hier entschieden, weil das der einzige Hersteller ist, Concorde, der diese wunderschöne Hecksitzgruppe macht und die zwei Arbeitsplätze vorne drin als Office für die Antje. Ja, Und da hat sie mir auch schon von berichtet, ja, das ist wirklich toll. Das ist für uns die optimale, die optimale Raumaufteilung. Okay. Und das Fahrzeug ist wirklich klasse, wir sind super zufrieden. Ja. Wir haben bis jetzt noch keine großen Werkstattaufenthalte machen müssen. Bis auf Dichtigkeit und Inspektion. Ja, super. Also ich sag noch mal dazu, nein, die Antje ist nicht von Concorde bezahlt und wir sind auch nicht für das Video bezahlt, sondern sie ist einfach leidenschaftliche Concorde-Fahrerin oder auch ihr Mann natürlich. Und ja, deswegen wollte sie uns das Fahrzeug jetzt mal vorstellen. Antje, was ist denn in diesen beiden Klappen drin? Oder was sind das für Ausgänge? Das ist gar nicht offen, da sind Okay. ein bisschen Reinigungsutensilien drin. Hier sind unsere Schuhe drin. Oh ja, ein Riesenfach muss man gerade mal zeigen. Ja, da Also geht richtig was. wer viele Schuhe hat und die alle mitnehmen genau. will, also kein Problem. Für euch Frauen. Ja. Ist gut. Naja, es gibt mittlerweile auch Männer, die einige Sneakers besitzen. Das stimmt. Ja. Genau. Das ist So. eine Klappe, die geht eigentlich so ein bisschen in die Heckschutzklappe, Heckgruppe. Und rein. Wahnsinn, was hier noch für ein Platz ist. Also ich nehme an, diesen Auszug habt ihr euch noch einbauen lassen. Den haben wir mit uns den Kisten? einbauen lassen. Das ist allerdings jetzt noch von der Firma Weißwerk, die das auch genauso schön und genauso gut machen. Ja. Ja. Und wir haben normalerweise auch hier Fahrradträger noch drin. Aber da jetzt keine Fahrerzeit ist, sind die draußen. Die kann man mit 2 Schrauben, also es wird ja nur verspannt, lösen. Ja. Und da sind jetzt normalerweise die ganzen Ozonos drin, die jetzt auf der Messe in den Fahrzeugen stehen. Ja. Ah ja, okay. Genau. Super. Und ja, also man sieht, hier ist Platz für Hemden, hängende Kleidung, die nicht verknittern darf. Genau. Wir Alles schreiben ja super. auch für Landjachting. Ich habe hier meinen Auszug. Hier oben ist eigentlich alles Büro. Ozonos, Kataloge. Ich schreibe, oder mein Mann und ich, wir schreiben für Landjachting. Hier sind auch meistens immer alle Ausgaben der Magazine mit dabei, weil wir, wenn wir unterwegs sind, immer auch gerne diese Magazine weitergeben. Und ja, und das ist einfach geschickt, dann ist alles schön verstaut. Das ist sehr übersichtlich und das passt echt super. Und hier unten ist Joey, unser Hund, Hundefutter. Taschen, was man alles so hat. Hier Ja, ist so ein super. bisschen Reinigungsmaterial, Schwämme, Bürsten, was man alles so braucht, wenn man. Also man muss unterwegs ist, wirklich ja. auf nichts verzichten hier, ne? Das ist echt super. Hier hängt noch ein Hundehandtuch, nehme ich an, Genau, auch wenn sie dreckig ist. Das habe ich auch Wenn schon er erklärt. dreckig ist. Ja, Entschuldigung. Das ist von der Firma Multi-Anker. Das haben wir uns reingemacht. Ein Wäschetrockner. Den könnte man jetzt auch ans Außenfahrzeug machen mit diesen Saugnäpfen von Multi-Anker. Ja. Und wir haben das aber hier fest verbaut, weil wir gesagt haben, wenn man mal vom Schwimmen oder vom Baden kommt, für uns 2 ist das eigentlich vollkommen ausreichend. Ja, und gerade im Sommer, man muss es nicht mit reinnehmen. Ja, eben. Und hat Eben, hier, aber kannst wenn hier in der aus der Sauna Sonne. kommt, die Saunatücher, dann können die hier mal hin. Ja, Und dann klappt man es einfach nur hoch und somit kann man die Tür wieder schließen. Ja. alles klar. Also echt feine Sache. Gut durchdacht. So, wir gehen gerade noch mal außen rum, was wir sonst noch so finden. Genau. Hallo, guten Tag. Was sagen Sie zu dem Riesenfahrzeug hier? Möchten Sie was sagen? Bitte? Was sagen Sie zu dem großen Fahrzeug hier? Ist beeindruckend, oder? Sieht gut aus. Bitte? Das ist nicht schlecht. Ja, ne? Sieht gut aus. So, hier sind wir jetzt noch mal den Ozonos. Genau, meine Genau. Ozonos-Werbung, wo ich natürlich einen brutal großen Wiedererkennungswert habe. So ist es. Also hier stehen auch noch mal die ganzen, ja, wie Genau. sagt man, Einsatzzwecke dabei Genau. und wie das Ganze aussieht. Also wirklich sehr, sehr edel und passt eigentlich zu jeder Einrichtung, oder? Ja, es gibt verschiedene Stärken, es gibt verschiedene Farben. Jetzt kommt der AC2 mit WLAN und App-Steuerung. Aber wie gesagt, wenn da Interesse ist, immer schön auf die Messen bin ich dort und immer schön kommen und gucken. Und in meinen Social Media ist ja auch immer viel Info darüber. Ja. Also wenn das euch interessiert, schaut gerne mal auf der Website vorbei oder guckt unser Video dazu. Genau. So,
Da haben wir den zweiten Durchgang sozusagen zu dem Raum. Genau. Hier kommen wir jetzt an die Klamotten dran, wie wir es von der anderen Seite gesehen haben. Und das sieht ja auch ganz interessant aus. Sieht aus wie ein Weinkühlschrank, Das oder? ist ein Weinkühler von Glaswein. Und Fakt ist einfach, im Sommer waren es einfach leid, weil der ganze Kühlschrank drinnen belegt war mit Getränke. Und dann haben wir mal geguckt, was es so gibt. Und es passt hier einfach unheimlich gut Ja. in die Klappe rein. Also hier unten rein, perfekter Platz. Ja. Sodass wir hier eigentlich immer unsere Getränke haben. Ja, und hier haben wir uns die Kleiderstange einfach ganz easy. Willi ist ja so unser Tüftler und Techniker, was das angeht, und versucht immer optimal alles Naja, so du musst einzurichten. Ja. Du musst ja gerade im Winter musst du ja mit den ganzen Jacken wohin, die ganzen dicken Ja. Wattejacken, wenn die alle innen drin hängen, das ist ja nicht schön. Und dann ist auch alles voll, ne? Ja, Und so haben wir hier den, Und so den ist Platz das echt optimal genutzt. Ideal. Und, ja, Genau. ja. Also man merkt, super. ihr seid oft unterwegs, ihr wisst, was ihr braucht und wie man es verstauen kann und so Ja. weiter. Also da könnt ihr euch gerne ein bisschen was von abschauen. Ja, gerne. So, also wir sehen hier auch die Fenster sind verdunkelt, leicht verdunkelt, oder? Das ist so geliefert worden, ja, die waren Ja. so. Ja. Genau. Und hier haben wir jetzt nur auch Technik. Technik verbaut. Sachen drin, genau. Okay. Und hier weiß ich jetzt gar nicht, ob es offen ist. Wie das zu? Da ist jetzt einfach Hier ist der Wasserentsorgung Wasser, genau. und Strom. Alles klar. Genau. Hier ist die alte Heizung. Hier ist Ja, Lager. Lager, genau. eins meiner Lager. Aber Wahnsinn, man kann es nur erahnen, wie Da viel kann Platz ich auch das doppelt nochmal ist. doppelt einlagern. Also hinten, die sind jetzt auch viele auf der Messe. Ja, ja, Da ja. habe ich wirklich Platz für 20 bis 30 Ozonos, für die hier Ja, reinpassen. Wahnsinn. Also wir haben es ja auch schon von der anderen Seite gezeigt, da ist Ja. wirklich sehr Das viel ist Platz. perfekt. Das Ja. ist wirklich super gut. Und da Sehr, ist alles sehr gut. aufgeräumt und das passt schon echt stark. Sehr schön. Wie oft im Jahr seid ihr denn mit dem Concorde hier unterwegs? Frag lieber, wie oft wir nicht unterwegs sind. Wie oft ihr nicht unterwegs seid, alles klar. Also wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Ich natürlich mit meinem Ozonos. Ja, Und wir schreiben ja auch für Landjachting. Das heißt, wir akquirieren auch Plätze und sind viel unterwegs in Kroatien, Schweiz, Slowenien und auch natürlich in Deutschland, Österreich. Und machen so schöne Reiseberichte. ja, sehr, sehr schön. Ja, man merkt euch aber auch die Begeisterung beim Camping an. Und du hast mir erzählt, Antje, dass du ja jetzt auch, oder dass ihr bald auch sogar auf den Campingplatz umzieht. Also Ja, nicht, genau, nicht nur im genau. Camper, sondern ihr liebt das Campinglife so sehr. Ja, wir gehen jetzt mal rein. Ja, So, also wir haben nichts hier vorbereitet. Es ist alles so geblieben, wie sie hier drin wohnen. Genau. Und deswegen ja, ist jetzt das Bier nicht gespült. Und ja, so leben wir halt hier einfach. genau. Das ist authentisch und Ja. ja, das ist jetzt kein Show, das ist wirklich Bier, das wahrscheinlich mal gestern Abend noch Mein Mann, übrig der kam geblieben ist. jetzt an und hat gesagt, jetzt brauche ich erstmal ein Bierchen. Das ist immer so, dass wir einfach so ein Ankommensbierchen trinken. Und ja, und das, wie gesagt, ist die wunderschöne Hexwitz-Gruppe, die uns damals eingefangen hat, als wir überlegt haben, umzuswitchen. Genau. Hier haben wir noch Gläser drin Ja, also Und, wirklich ja. eigentlich wie zu Hause oder man kann Ja, wirklich genau. sehr viel mitnehmen. und eine kleine Bar. Und, Ja, zeig mir die Genau, genau. Und Ja, sehr einfach schön. von der Aufteilung her echt gut. Und die Glasvitrine finde ich halt wunderschön. Und Ja. so können wir es uns halt abends total gemütlich machen. Die Küche ist super schön, weil wir hier natürlich auch Platz haben ohne Ende. Ja, Und also auch wirklich nochmal sehr schön eingerichtet, sehr, sehr wohnlich. Das kann natürlich dann auch jeder für sich nochmal individuell machen, Genau. aber es ist einfach Genau. sehr, sehr, sehr gemütlich. ja. Wenn du dich gerade mal reinsetzt, dann filme ich mal hier so durch. Ja. Genau, dass man das Größenverhältnis mal sieht. Ja. Sehr schön. Also heute bin ja ich mal nicht vor der Kamera, sonst ist das immer mein Job. Und hier sehen wir auch den Ozonos. Ja. Genau, also den gibt es ja in verschiedenen Farben. Wie viele Farben hast du? 9 verschiedene Farben. 9 verschiedene Farben. Also ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und hier passt er meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Sehr stylisch. rein. Passt sich dem an und ja, ist einfach eine tolle Sache. Okay, zeig mir doch gerade mal hier die Staufächer, die du alle hast. Also Ja. es sieht ja nach sehr vielen Schränken auf jeden Fall Ja, da aus. ist halt immer Möglichkeit mit Tabletts. Und das ist jetzt nicht so tief. Man hat halt nur eine recht schmale Tiefe hier. Ja. Ja, also da ist einfach. Ja, aber es ist verstaut es ist einfach. Ne? alles, es ist weg, was weg zu tun. Genau, genau. so ist es. Das ist der Leckerli-Schrank für den Hund. Ja, da gibt es auch immer was. Ja. Ja. Und so haben wir eigentlich immer.
immer was da. Hier oben ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ist jetzt allerdings keiner mehr drin, auch einen Ozonos reinzustellen. Ja. Ja, das passt genau dahin. Ja, ist es auch so, wenn ich den Schrank zumache, dass es dann trotzdem... Nee, den Schrank musst du ja aufmachen. Aber der Ozonos läuft eine halbe Stunde. Und dann kann ist er der Raum weggebracht. sauber. Ja. Dann kann ich ihn ausschalten und die Klappe zumachen. Ja, verstehe. Das wäre eine Option. Ja. Okay. Und wo kommt der Hund hin? Du hast jetzt... Ja, Joey hat hier seinen Platz. Ja. Und hier ist auch abends liegen wir hier und gucken Fernsehen. Also hier kann man auch den Fernseher runterlassen. Der kommt hier raus. Ach so, ja. Ja, genau. Also nimmt eigentlich auch keinen Platz weg. Nein, überhaupt kein Problem. Ja. Sehr schön. Ja, das ist tagsüber der Platz, weil wir hier halt so sitzen. Joey möchte ja immer bei uns sein. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr menschenbezogener Hund. Er guckt hier auch schon so von der Seite Du rein, musst jetzt gucken, was da ist. Gell? was wir da machen. Ja. Genau. Wir machen hier weiter mit der sehr geräumigen Küche, die also eigentlich keine Wünsche mehr offen lässt. Was ist denn hier links in dem Also hier Fach haben wir drin? Gewürze. Das Okay. sind Essig und Öle, die Ja. da wunderbar untergebracht Ja. sind. Ja. Mehr braucht man eigentlich auch wirklich nicht. Wunderbar. Hier ist ein Mülleimer, auch groß genug. Ja. Hier ist auch nochmal eine Schublade mit Utensilien. Ja, hauptsächlich Messer und sowas. Genau. was man halt so grundlegend braucht. Und hier sind Besteckkasten, alles wunderbar aufgeräumt. Wahnsinn. Also ich glaube, Wie manche zu Hause. haben nicht mal zu Hause so eine große Küche. Und Ja, hier sind die Gewürze drin. wow. Ja, und Also ihr kocht auch regelmäßig, Ja. oder? Wenn es nicht mal Ja. Grillen draußen ist. und da ist halt auch nochmal Vorräte. Ja, also da sieht man jetzt halt auch wirklich mal sehr, sehr schön, wie kann man das Ganze anwenden und man hat halt auch mal die Größenverhältnisse. Also hier auch ein Ceranfeld wie zu Hause. Ja. Induktion, Ja. Ja. Nee, das ist Gasterran. Gas, okay. Gasterran. Und da sind wir sehr glücklich damit. Das haben wir nachgerüstet. Mhm. Und weil es ist einfach eine tolle Sache, weil mit den normalen Gasplatten hast du halt immer den Schmutz, es verträgt so schnell. Ja, Und da sind wir sehr, sehr glücklich damit. Also es ist eine tolle Sache. Ja. und auch das Spülbecken. ja, Da wunderbar. passt auch mal ein Pizzateller rein, Ja, wenn es natürlich. pressiert. Und Super. kleine Kaffeemaschine ist dabei. Genau. Hier Super. oben haben wir auch noch mal einen riesengroßen Auszug. Jetzt müssen Apothekerschrank. wir es umfallen. Ja, genau. Also richtig Sehr, stark. sehr praktisch Ja, auf jeden das gleiche Fall. haben wir von der anderen Seite auch nochmal. Wow, okay. Ja, genau. Und dann halt hier unser Geschirr, was man halt alles so dabei hat. Gab es denn schon mal, dass ihr gesagt habt, ey, irgendwie, wir wollen jetzt mehr mitnehmen, aber es passt nicht rein ins Nein. Fahrzeug? Nee, gab's noch nicht. Nein. Ja, denke ich mir schon fast. Wir sind da auch mittlerweile so ein bisschen minimalistisch, wenn man das so sagen kann, unterwegs, wo wir sagen, ja, Grundausstattung, die auch immer drin bleibt. Ja. Weil wir viel unterwegs sind, hin und her zu räumen, macht gar keinen großen Sinn. Ja. Und das befreit, glaube ich, auch, oder? Wenn man mal nicht Natürlich. alles und Ja. jeden, also Ja. ja, wenn man einfach nicht alles dabei hat, ja. Ja, Mach gerade genau. mal den Kühlschrank auf. Ja, der Kühlschrank, genau, alles drin. Also, Was Wahnsinn! passiert. Ja. Wirklich wie ein Kühlschrank zu Hause, absolut. genau. Okay. Hier oben haben wir ein Gefrierfach, Mhm. das auch immer gut bestückt ist, weil wir auch wirklich gerne kochen. Ja, Ja. also ich sehe schon, da kommen auch wirklich gute Köche mit aus, Ja. die einiges mitnehmen wollen. Wir haben den passenden Backofen, wo wirklich auch alles Ja, passt. super. Ja, super. Okay. Unsere Kleider haben wir oben in den oberen Klappen. Mhm. Rechts, links, vorne bin ich, rechts ist Willi. Okay, Und da haben wir eigentlich an Oberbekleidung alles drin, was wir brauchen. was ihr braucht. Ja, genau. Okay, dann schauen wir uns doch mal den hinteren Teil des Fahrzeugs an. Genau. Hier haben wir noch einen schönen Geht's Spiegel. weiter ins Bad. Machen wir mal Licht an. Ja. Auch das ist sehr geräumig, muss man sagen. Ja. Ich gehe mal hier ins Eck, dass man die Dusche mal fast ganz drauf hat. Ja, ich hoffe, es geht. Ja. Wenn du dich mal gerade reinstellen willst. Soll ich mich mal reinstellen? Ja. Rein. Machen wir So. Ich komme gar nicht ganz hinter, aber ich glaube, man kann es erahnen. Also Platz genug. Ja, wirklich. absolut, absolut. Der noch eine Portion größer ist. Ja, wie ich. so ein großer Genau. Spiegel mit dabei. Ja, super schön. Also da können wir uns auch hier nebeneinander stellen. ja, hier haben wir auch Möglichkeiten. Schrankmäßig, Kleidung, alles da, was das Herz Ja, begehrt. Wahnsinn. Also Platz genug. Ja, absolut. Ich filme gerade noch mal ganz kurz. Ja. Ich will euch hier nicht bloß... Die brauchst du nicht Alles gut. Ja, ich zeige noch mal den Platz. Ja. Genau, aber das, ich glaube, da Ist perfekt. Ja. Also vollkommen ausreichend. Ja, absolut. ja. Und hier haben wir halt, das ist auch alles noch zu öffnen. Ja, also alles drin. Was an Mit Kosmetik. Rausfallschutz und so weiter. Ja, Also genau. da wird es auch nicht so unordentlich, oder? Wie in manchen anderen Schränken, muss Also man da ganz haben wir klar auch noch mal sagen. einen großen Schrank, wo viel unterzubringen ist. Also alles wunderbar. Super. Ja. Gut, magst du mir gerade noch das Schlafzimmer zeigen? Ja, also das ist jetzt Office und Schlafzimmer in einem. Oh ja, das stimmt, das hat mir die Antje gesagt. Ach nee, Quatsch, Schlafzimmer nicht, sondern Fahrerhaus. Fahrerhaus, So genau. rum. Und wir können das hier umfunktionieren zum Office.
das ich ist natürlich sehr gerne für arbeite. Selbstständige, die viel unterwegs sind, wie die Antje, super wichtig, dass man hier sich auch mal zurückziehen kann, mal vielleicht Telefonate führen kann, Genau, mal was genau. ausdrucken kann und so weiter. Also Ja. das ist Homeoffice auf Rädern. Ja, und es macht richtig Spaß, wenn du morgens hier sitzt und die Sonne scheint und du stehst im Grünen Ja. und bist hier am Telco machen, ist das echt schön. Das ja. ist richtig Ja, genial. genau. Aber so habt ihr das nicht geliefert bekommen, oder? War das dann für euch so eine Sonderanfertigung? Nein, das ist so in der Serie. Ja? Ja. Okay. Also Das ist das so kann Serie. jeder so bekommen. Deswegen haben wir uns da auch wirklich schockverliebt in das Ja. Fahrzeug, weil das einfach für mich oder auch Willi, der auch im Homeoffice mittlerweile öfters mal ist, einfach genial ist, hier zu arbeiten. Ja. Ja. So, Genau. hier kann man auch verdunkeln. Und ich finde, man merkt nicht, also wenn man jetzt hier das filmt, dass man in einem Fahrerhaus ist, also überhaupt nicht. Aber dann dreht man den Stuhl um und schon kann es losgehen. Ja, genau. Und jetzt zeige ich das mal geschwind, wie das mit dem Bett ist, weil das ist bei uns oben. Ja, Also ich muss genau. nur Ich stehe hier- jetzt quasi unterm Bett. Genau, So ist man das. dreht nur hier die Sitze ein. Mhm. So, ich gehe gerade mal hier rüber. Den anderen Sitz genauso. So, und runterdrücken. Und wenn du jetzt einen Schritt zurückgehst, Ja. dann kann es losgehen, ohne dass dir das Bett auf den Kopf fällt. Und dann wird es einfach runtergelassen. Und oben kann ich ja alles drauflassen, Bettzeug und so weiter. Ne? das ist Also alles drin. es ist so praktisch. Also wirklich Schlafzimmer und Büro und Fahrerhaus in einem. Und Oh, der Drucker, halt. Ich muss nochmal. so, Drucker wollen wir natürlich nicht einquetschen. Aber man sieht schon, hier Bettzeugs oben drauf. Also man muss abends nicht noch Bett machen und irgendwie wieder beziehen und so weiter. Das Nein. nervt ja manche wirklich, muss man sagen, wenn man irgendwie so eine Rundsitzgruppe hat, die man dann zum Bett umbauen muss, jeden Abend, irgendwann ist es dann nervig. Genau, Da so. können mich die Camper, glaube ich, dann Jetzt können wir verstehen. weitermachen. Genau, das muss man halt So. ein bisschen wegräumen. Also Aber für ansonsten- manchen macht es ja nichts aus, aber ihr wollt schnell ins Bett und dann ist es fertig, oder? Ja, genau. Also das ist jetzt begehbar. Also da unten ist dann die Treppe drin. Und da oben haben wir das große Fenster. Wo wir Wirklich auch gut sehr, Luft sehr schön bekommen. und Also ich gemütlich. schlafe hier oben. Also in dem Bett schlafe ich besser. Ja. Wie in dem, wie hieß das andere Bett, was wir früher hatten? Queensbett. Das Queensbett. Mhm. Genau. Aber ich kann links und rechts die Fenster aufmachen. Ich habe oben Luft. Ja. Da unten schläft übrigens unser Joey. Ah ja. Der hat sein Ah, eigenes okay, stimmt. Apartment. Ich sehe, Hundedecke ist da. Also der ist dann auch nachts bei Genau, Der euch. ist nachts bei uns. Genau. Sehr schön. Was habt ihr hier für eine Liegefläche? 2 auf 2,20. Wahnsinn. Ja. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch zu dritt schlafen. Ja, Wenn wenn jetzt jetzt irgendwie irgendwie- mal mitfahren würde, wäre das überhaupt kein Problem. Genau. Sehr, sehr schön. So, hier haben wir die Treppe drin, Ah wo wir ja. dann auch einen super leichten Zugang haben Mhm. ins Bett. Also viele haben gesagt, oh nee, da muss ich so ins Bett reinkrabbeln. Aber das ist mit der Treppe wirklich total easy. Also überhaupt kein Problem. Ja. Hier sogar noch mal den Hier haben wir letzten noch Platz Schlauchfächer. ausgenutzt. Genau. Ja. Da haben wir noch Klappen. Ach, Da ist Wahnsinn. unser Staubsauger drin. Das ist ja so Genau. genial. Also Und unten genauso. Also das ist der super. Grundriss begeistert mich jetzt schon, obwohl ich ihn nicht ausprobiert habe tatsächlich. Aber das ist wirklich genial gemacht und vor allem für Geschäftsleute, oder? Ja, Wie siehst absolut. du das? Weil, wie gesagt, das Bett brauchen wir zum Schlafen. Das geht morgens hoch und wir lieben es eigentlich auch mittags, wenn wir mal vom Laufen oder Radeln kommen und sind müde. Wir legen uns auch mal in die Hexsitzgruppe hinten rein und schlafen Ja. da mal, machen da ein Nickerchen. Ja, also überhaupt Ja. kein Problem. Ja. Ja. Ja, also du wirst ja auch oft angesprochen, hast du mir gesagt, von Ja. Leuten, die sagen, ey, das ist ja so genial, wie ist es, liebst du das oder wie nutzt ihr es oder wie auch Ja, immer, also ja. und ihr Also- seid eigentlich begeistert, ne? Ich bin nach wie vor unheimlich begeistert von dem Fahrzeug. Ich möchte nichts anderes fahren. Ja, Und ich fahre den unheimlich gerne, weil ich habe meine Rundumkamera und von dem her kann ich praktisch mit geschlossenen Jalousien das Auto fahren. Ja, so ist wirklich das. toll. So, der Willi ist jetzt auch hier am Arbeiten. Ja. Oder vielleicht auch am Fußball schauen oder wie auch immer, ist ja auch egal. Ja, also hier oben auch überall Beleuchtung und den Max-Fan habt ihr mit Den eingebaut? Max-Fan haben wir jetzt seit dem Sommer. Also wir haben keine Klimaanlage, weil wir noch nie eine gebraucht haben. Okay, Und da war ja diese, wie hat sich das vorher, das war so ein kleines Dachfenster mit einer Lüftung oben drin, die uns eigentlich gar nichts gebracht haben. Und dann haben wir gesagt, wir machen den Max-Fan und das ist wirklich toll. Also das ist wirklich ein gutes Klima. Ja. und auch wenn es jetzt mal Minusgrade ist, wie ist die Raumtemperatur hier drin? Ja, Merkt super, man die davon was? Heizung ist super. Also wir standen schon an der Zugspitze bei minus 23 Grad. Ja, Und wir hatten hier trotzdem muckelige 23 Grad drin. Ja, also es ist einfach ein Traum mit dem Auto auch Winterurlaub zu machen. Das ist für Concorde kein Problem, ein warmes Fahrzeug. Ja,
Genau. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hört, weil ich jetzt nur mit dem Handy filme. Also es ist auch für den Winterurlaub toll, hat der Willi jetzt gemeint. Genau. Absolut geeignet. Was haben wir jetzt hier für ein Bediensystem mit drin oder was kann ich da alles steuern? Also jetzt, die Antje winkt gerade einen Willi her. Da kennt er sich ein bisschen besser aus. Genau. Ja, das ist relativ übersichtlich. Also hier ist die Heizungssteuerung von der Alde-Heizung. Daneben ist die ganze Steuerung von der Mastervolt Elektrik. Ja. Da kann man Das dann sehen, spiegelt gerade ein bisschen. da kann man dann sehen, wie viel Strom wir verbrauchen, wie viel reingeht, wie viel rausgeht. Das ist das Kontrollpanel von Concorde. Da sieht man, wie viel Wasser wir haben, wie viel Abwasser, wie viel Grau- und Schwarzwasser. Dann sieht man den Batteriezustand von der Fahrzeugbatterie und von der Aufbaubatterie. Genau, das sind so die Dinge, die man hier vorne sofort sieht. Und dahinter verbirgt sich dann noch, da haben wir unser eigenes WLAN. Toll. Und hier ist dann das Thema Gastank. Da kann man sehen, wie viel Gas wir haben. Und das Thema Satellitenschüssel. Genau. Okay, was habt ihr jetzt nachrüsten lassen davon? Also WLAN ist ja jetzt nicht von Concorde gemacht, oder? WLAN haben wir nachrüsten lassen, Ja. genau. Und alles andere ist letztendlich Standard. Okay. So, hier kann ich jetzt zum Beispiel auch sehen, dass unser Gastank noch halb voll ist. Die nächsten Tage soll es kalt werden. Also wir können ganz entspannt in die nächsten Tage gehen. Super, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles gesehen. Ich würde jetzt gerade noch mal kurz von außen filmen, wenn ihr gerade mal kurz die Tür noch mal aufmacht, sobald das hier oben zu ist, genau. So, also es war wirklich super interessant und jetzt auch mal zu sehen, wie die beiden das Fahrzeug wirklich alltagsmäßig nutzen und es ist so warm da drin, wenn man jetzt rauskommt. Ja, unglaublich. Hier sieht man jetzt auch noch mal das Hubbett, also das ist quasi die Außenwand. Ja. Das heißt, selbst wenn man die Verdunklung nicht hoch macht, man sieht gar nichts. Also das muss man auch noch sagen. Vielen Dank euch beiden für den ausführlichen Einblick in euer Leben mit dem Fahrzeug. Tschüss und danke fürs Einschalten. Danke.